In meiner Reihe 24 Mini-Boxen für Adventskalender geht es heute weiter mit der Hausbox oder mit der Häuschenbox. Hier oben kann man sie aufmachen und befüllen. Einfach und schnell gemacht. Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Es geht weiter, eine weitere kleine Mini-Box, diesmal eine Hausbox oder Häuschenbox, gebastelt aus einem Designerpapier in 6x6 Inch oder 15,2 x 15,2 cm, und das werden wir auch gleich nochmal zuschneiden. Ich hatte dir schon gezeigt, diese selbstschließende Box mit Boden und diesen Surpreme-Container. Das Ganze ist in meiner Reihe 24 Adventskalenderboxen und diesmal in Mini. Letztes Jahr gab es sie schon in einer handlicheren Größe. Kannst du dir anschauen, verlinke ich hier. Jetzt gibt es also das Häuschen. Ich kürze das Papier erstmal auf 10 cm. Den Streifen legen wir mal beiseite, werden wir noch brauchen. So, die Schneideklinge kommt weg. Wir können mit dem Papierschneider ja auch wunderbar falzen. Und jetzt die lange Seite eingelegt, falzen wir bei 2 cm. Das lege ich meistens auf der rechten Seite ein. Dann drehe ich das Ganze. Weiter geht es bei 7 cm, bei 9 cm und 14. Und dann nochmal gedreht. Unten machen wir jetzt nochmal bei 2 cm eine Falzlinie. Ist ordentlich angelegt. Ich muss jetzt nochmal prüfen. Manchmal ist man ja auch so halb blind, also ich zumindest. Aber doch passt. Und bei 7,5. Das ist wichtig, dass es 7,5 sind. So, das haben wir. Und zur Orientierung schneide ich wie meistens hier unten mal links diese kleine Ecke aus, weil die brauchen wir nicht. Das ganze Element hier wird unsere Klebefläche. Hier unten ist der Boden und die einzelnen Felder. Jetzt haben wir 2 Felder in 5. Jetzt hat sie wieder alles nicht liegen, was sie braucht. Das ist schon wieder nicht zu fassen. Machen wir trotzdem weiter hier. Also 2 Felder in 5 cm und da markiere ich die Mitte. Das ist 2,5. Das schaffe ich gerade so. Hier ist noch das zweite 5 cm Feld. Notfalls falzt euch das schon, dann kann man das nämlich besser sehen. Also trifft wahrscheinlich wieder nur mich. Weiß. So, die Mitte haben wir markiert. Und dann gibt es wieder ein Falzbein. Und wenn das Lineal weg ist, wie bei mir, dann werde ich einfach so eine Platte nehmen. Jetzt falze ich Tatsache, dann sehe ich nämlich alle Linien ordentlich, bevor ich hier Diagonalen reinsetze. Hier oben, das muss ich nicht falten. Kann ich machen, stört keinen Wind. So, hier unten schneiden wir auch schon mal gleich ein. Dann seht ihr nochmal ganz genau, hier unten ist der Boden. Und hier oben kommt das Hauselement. Und da gibt es eine Schrägen. Die Seite ist noch schlimmer, also bleiben wir bei dieser. Und von meiner Markierung bei 2,5 ziehe ich mir jetzt Schrägen. Das ist wirklich so, dass ich es nicht sehe. Glaubst du es? Ich kann das ja hier anlegen. Wie findest du das? Perfekt. So, dafür haben wir das ja. So, dann falten wir das mal hier rum. Legen hier drüben genau an ein Kreuz an. Da hoch anlegen und ziehen uns eine Schräge. Funktioniert, kippen das rum. Das nächste Feld, 5 cm, da unten bei hier an diesem Knick legen wir an. Und das Ganze beim letzten Feld mit Klebelasche einfach umknicken. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. So, jetzt hier unten der Boden, knicken, klar. Und hier oben werden jetzt die Schrägen gefaltet. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Wenn du klug bist, machst du die Markierung nicht außen auf wie ich. Jetzt könnten wir immer noch alles umdrehen, aber ich lasse das so. Ich werde das oben anders gestalten. So, jetzt kippe ich das. Hier ist meine Klebefläche.
Und dann nehme ich mein doppelseitiges Abreißklebeband. Hier ist doch noch ein Anfang. Und klebe das einmal zusammen. Wichtig ist, dass die Diagonalen vorher gut gefalzt sind. Hier wird es aufeinander geklebt, also abziehen. Auffalzen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du könntest es oben übrigens auch festkleben und unten offen lassen, aber ich finde es natürlich schöner, wenn man das hier oben so nach innen knickt und dann das Hausdach so stehen hat. Und hier unten wird der Boden geklebt. Die zwei kurzen Seiten nach innen und dann gibt es die langen oben drauf. Auch da schaue ich wieder wie bei allen anderen Boxen, wo meine Naht ist. Die möchte ich nämlich wie immer hinten haben. Also falte ich die vordere dann auf der anderen Seite als letztes drauf, damit das vorne schön sauber aussieht. So, jetzt könnte ich wieder doppelseitiges nehmen, aber haben wir den hier einmal offen. Also nehmen wir den. Alles auf den Tisch, gut andrücken, oben mal öffnen, vielleicht mit dem Falzbein innen rein. Und schon ist die Hausbox fertig. Und dann muss nur noch ein bisschen Bling Bling und Deko drauf. Und unsere dritte Box ist geschafft. Und dann nehmen wir uns jetzt nochmal diesen Streifen, den wir hier haben. Ich drehe den mal um. Schau, jetzt könnte ich variieren. Ich gehe mal auf 2,5. Schneide mir also 2,5 cm runter. Gucke, ob der mir gefällt, wenn ich den hier drauf setze, oder ob mir das zu wenig Kontrast ist. Wenn mir das zu wenig ist, dann schaue ich, was ich so hier noch übrig habe, weil ich habe ja schon einige Häuschen gebaut. Das sieht auch nicht schlecht, oder? Warum denn nicht? Wir machen das mal so. Okay, dann gibt es hier doppelseitiges Abreißklebeband, 2 Reihen drauf. Und wir hätten also den gleichen nehmen können oder heben uns den einfach auf. Bei dem Adventskalender ist ja auch die Variation möglich, dass du sagst, ich mache eine Sorte Boxen 24 Mal oder wirklich alle 24 verschiedene. Du wirst alles aus einem Paket bekommen mit ein bisschen Farbkarton dazu oder noch ein bisschen Ersatzpapier oder in Vanille pur noch ein bisschen zum Ausgleichen. Aber es müsste ein Papier in jedem Fall reichen für deinen Adventskalender. Ja, hier ist meine Box und jetzt kommt der Rest noch drauf, nämlich eine Zahl. Wir hätten diese oder jene. Machen wir mal diese hier einfach so drauf. Genau. Und dann ist das nächste Häuschen fertig. Die nächste Box, das war die Nummer 2, die selbstschließende Box mit Boden, und die Nummer 1, der Surclean-Container. Wie es weitergeht, siehst du hier in den nächsten Tagen, also bleib unbedingt dran, abonniere den Kanal. Ich verlinke dir die Boxen in großer Form vom letzten Jahr und dann kannst du schon mal weiter basteln. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.